Heute gibt es bei uns etwas zu essen, das wahrscheinlich die wenigsten kennen werden. Das heißt hier Satcha Papa. Sieht irgendwie aus wie eine Kartoffel, ist aber gar keine Kartoffel. Und genau die werden wir jetzt erst einmal aus der Erde rausholen. Und eigentlich sieht man schon an der Pflanze, dass das mit einer Kartoffel nicht besonders viel zu tun hat. Satcha Papa gehört nicht zu unseren normalen Kartoffeln, wie wir sie in Deutschland kennen. Unsere Satcha Papa ist sehr wahrscheinlich Dioscorea trifida. Das erkennt man auch ziemlich gut an den typischen 3- bis 5-fach gelappten Blättern. Sie gehört also zu den Yams-Gewächsen. Und interessant ist, diese Yams-Art stammt tatsächlich aus dem tropischen Amerika. Sie ist also nicht einfach irgendwann aus Asien hierher gekommen, sondern wurde in Südamerika schon lange vor der Ankunft der Europäer von indigenen Völkern genutzt. Ja, es ist doch eine ganz beachtliche Ausbeute, dafür, dass ich die nur in die Erde gesetzt habe und ich nichts mehr damit gemacht habe. Und hier war Gras gewachsen ringsrum. Und die Satcha Papa ist ein traditionelles Lebensmittel. Unter der Erde bildet sie mehrere eher kleine Knollen. Und je nach Sorte können die innen weißlich, leicht violett oder richtig dunkelviolett sein. Ja, meine liebenswürdige Frau, die wäscht gerade Das Monster von Loch Ness. diese Satcha Papas. Gegessen wird die Knolle gekocht, ähnlich wie Kartoffeln oder Yucca. Ja, wer es vielleicht in anderen Videos gesehen hat, normalerweise kochen wir auf unserem offenen Feuer. Es sei denn, die Sonne sorgt dafür, dass wir eine volle Batterie haben. Dann nutzen wir Den Instant Pot. Ein Küchengerät, was ich nicht mal missen möchte. Und schmeckt sie überhaupt wie eine Kartoffel? Dampfend, frisch und lecker. Ich habe sie als Pellvariante gemacht. Und jetzt kann man hier gleich das so abziehen, wie bei einer Kartoffel eben. Das ist ganz einfach. Und innen drin sind sie manchmal hell bis dunkleren Lilaton. Die hier ist jetzt etwas heller. Im Vergleich zu einer normalen Kartoffel steckt in der Satcha Papa meist etwas mehr Stärke und damit auch etwas mehr Energie. Die violette Farbe kommt außerdem von Anthrocyanen, natürlichen Pflanzenfarbstoffen, die man zum Beispiel auch aus dunklen Beeren kennt. Ja, ich esse es nochmal mit Schale, weil ich glaube, man konnte ja mit Schale essen. Hat mit einer Kartoffel nicht so viel zu tun, wobei die schmeckt jetzt auch nicht immer gleich vom Geschmack. Sieht vielleicht die Konsistenz aus, es ist so leicht mehlig, aber nicht total zerfallen, ja. Die Schale lässt sich schon ganz leicht abpellen, hat ich glaube meine Frau gerade schon gezeigt. Aber man kann so mit Schale essen. Okay. Ja, und da meine Frau zum Mittag meistens oder zum Essen meistens so viele verschiedene Sachen hat, haben wir natürlich diese nicht aufgegessen, obwohl es gar nicht so viel war. Und das wird jetzt gemacht, so ähnlich wie Bratkartoffeln, einfach in Stücken geschnitten. Und dann kommt es in die Pfanne. Halt, stopp, nicht in die Pfanne, wir machen es im Instant Pot. Der hat ja auch diese Airfry-Funktion, also sowas wie ein Heißluftofen. Das ist ja, unserer Meinung nach besser als das in der Fritteuse oder so zu machen oder in der Pfanne mit viel Öl, weil das denselben Effekt erzeugt. So aber eben, ja, und so essen sie die Kinder noch lieber, aber eben ohne zusätzliches Fett, was man nicht dazu braucht. Ja. Hier, wie man sieht, manche sind noch ein bisschen dunkler, die sind verschieden. Manche sind fester, manche waren weich. Ja, manche waren fester, manche waren wie so eine weiche Kartoffel, also wie so eine mehlige Kartoffel, und manche waren fest wie, ja, weiß ich nicht. Die Kartoffel, wenn die nicht durch sind, sind sie anders. Wie eine Yucca, wenn sie nicht richtig durch ist, also Maniok, aber das wisst ihr vielleicht die gleiche Pflanze war, das ist das Interessante. Ja, alles von einer Pflanze. Ich habe nur eine rausgemacht. Es sind noch mehr. Wir hatten nur eine einzige Pflanze davon gehabt. Von dieser Sorte. So, Mia, wie schmeckt denn dir das, was die Mama gemacht hat mit Satcha Papa? Naja, Was, naja? nicht so lecker. Bisschen hart. Bisschen hart, aber vom Geschmack her? Geht. Geht. Besser als Kartoffeln? Schlechter. Okay, das ist immer eine ehrliche Meinung. Würden wir dafür im Garten wieder einen Platz opfern? Ja, selbstverständlich, weil es eines der Wurzelgemüse ist, die hier bei uns unter unseren tropischen Bedingungen einwandfrei wächst, ohne große Pflege. Und das ist es auf jeden Fall wert.